Jahr neigt sich langsam am Ende zu. Neben spannenden Themen rund um die Schwellenländer wagen wir heute bei Anlegen mit Weitblick auch eine kleine Prognose ins 2025. Zum Starten aber gibt die Frage, gibt es auch dieses Jahr eine Jahresendrallye an unseren Chief Investment Officer, der Philipp Merkt. Ja, da müssen wir unterscheiden. Es gibt eigentlich zwei Arten von Jahresendrallye. Die einen sagen, die letzten 1 bis 2 Monate vom Jahr, die besser performen. Und da wären wir ja eigentlich schon gerade mit drinnen. Und da habe ich eine Statistik gefunden, die letzten 150 Jahre die US-Aktien angeschaut hat. Und der Dezember ist tatsächlich nicht der beste Monat, ist sogar nur der 4. Beste Monat. Und auch in diesem Jahr sieht es eigentlich nicht so aus. Der Dezember ist bisher also gleichbleibend gewesen. Das zweite Art ist so die letzten paar Handelstage. Das redet man vom sogenannten Window Dressing. Das ist, wenn gewisse institutionelle Anleger und Fondsmanager eigentlich ihre schlechten Titel aus dem Portfolio nehmen und noch ein paar gute drin, sodass ihr Portfolio besser aussieht im Jahresbericht. Und auch hier habe ich eine Statistik gefunden, dass man aus Deutschland, die sagt, es ist ein bisschen mehr als 63% in den Fällen, aber das ist auch nicht so ein grosser Anteil, also das ist noch am Zufall. Also dann werfen wir doch auch noch einen Blick auf die Positionierung in unserem Vermögensverwaltungsmandat. Hat hier etwas geändert? Ja, wir haben Aktien-Schwellenländer, unser Übergewicht, das wir hatten, haben wir zurückgeführt. Auf dieser Seite bedeutet das auch, dass wir in den Aktien neutral sind, aber behalten eigentlich dort unsere vorsichtige Positionierung bei. Wir haben das Übergewicht weiterhin in der Schweiz und in Substanztiteln. Jetzt die Schwellenländer Aktien haben wir zurückgefahren. Was waren hier die Gründe für diesen Verkauf? Ja, das sind eigentlich 2 Gründe. Das eine ist, wir die Gewinn realisieren. Also wir sehen auf dieser Grafik hier, dass wir im Mai 2023 das Übergewicht eingegangen, also wenn die Aktien dazu gekauft haben und das eigentlich eine schöne Performance hingelegt haben. Also darum der Verkauf jetzt. Und das andere ist natürlich, wir glauben auch nicht daran, dass das so wird weitergehen. Das hat vor allem damit zu tun mit der neuen Präsidentschaft in den USA. Die Zölle, und auch wenn der Dollar stärker wird im Gegensatz zu den Schwellenländern, ist das keine gute Nachricht für die Schwellenländer und glauben wir, dass es eher schlecht ist für die Schwellenländer. Im letzten Monat haben wir ja eine strukturelle Anpassung im Zusammenhang mit chinesischen Aktien vorgenommen. Und auch das ist diversen Vermögensverwaltungskunden aufgefallen. Jetzt hat auch der Fabian aus dem Kanton Zürich ganz konkret gefragt, was hier die Hintergründe waren. Ja, wir haben tatsächlich das Instrument, das wir vorher Schwellenländer mit China hatten, haben wir aufgeteilt in einen Teil Schwellenländer ohne China und China separat. Und das, weil ja eigentlich die 2 Wirtschaftsräume immer mehr auseinandergehen. Wir sehen auf dieser Grafik, haben wir das 20 Jahre angeschaut, seit 1999 auf dieser Grafik, die hat jetzt ziemlich ähnliche Performance hingelegt, aber so in den letzten paar Jahren ist das ziemlich weit auseinandergelegen. Und man sieht das auch, also China tut sich ganz anders verhalten, ist auch mittlerweile fast ein eigener grosser Wirtschaftsraum geworden. Darum wollten wir das auch separat können spielen. Und das war der Grund für das Auseinandernehmen. Philipp, ich hoffe, du hast deine Glaskugel poliert. Wie angekündigt, was ist deine Prognose für das neue Jahr? Ja, ich will vielleicht ausführen, was uns wird beschäftigen. Da sehe ich eigentlich 4 Sachen. Das erste ist die Unsicherheiten auf der Welt. Die haben sicher nicht abgenommen. Der Krieg in der Ukraine wird uns weiter beschäftigen, auch im Gazastreifen. Die Waffenruhe mit der Hisbollah ist brüchig und die Lage in Syrien ist durchaus unübersichtlich. Da weiss man noch nicht so genau, wie das wird weitergehen. Dann das Zweite ist sicher eben die neue Präsidentschaft ab dem 20. Januar. Das gibt sicher gewisse Unsicherheiten, was dann wird passieren. Dann der dritte Punkt ist Inflation. Und jetzt vielleicht 2 unterschiedliche Sachen. In der Schweiz dort geht die Inflation dann wahrscheinlich eher gegen Null, also aus gewissen Basiseffekten aus den Mieten raus. In den USA glauben wir, dass die hartnäckiger bleibt. Und zu guter Letzt sind es auch noch Zinsen vor allem in der Schweiz. Da hat uns ja die Nationalbank eigentlich darauf vorbereitet, dass es auch wieder langsam gegen Null könnte gehen oder sogar zu negativen Zinsen. Danke vielmals für den Ausblick.
Danke, dass ihr dir mit dabei gewesen. Wie gewohnt, Fragen dürft ihr jederzeit unter der eingeblendeten E-Mail-Adresse einschicken. Und sonst sehen wir uns im neuen Jahr bei Anlegen mit Weitblick. Ganz schöne Festtage und ein gutes neues Jahr.